Detlefs. Ja, diese Firma hier hat etwas entwickelt, das nicht besonders teuer ist. Also man kann es sich leisten, so ist es. Jetzt werden viele wieder rümpfen und sagen, naja, leisten 46.999 € für einen kompletten teilintegrierten Camper mit allem drum und dran. Das ist ja eine Menge Geld, aber das Konzept ist modular und spricht unglaublich viele Leute an, die Freizeitverhalten, so Mountainbike, auch mal ein Cross, ein Dirtbike haben oder Surfer, also alle, die unterwegs sind oder Leute, die sagen, ich möchte ein bisschen was anderes haben, ja. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Hi, ich bin der Florian Piczek, ich bin der Produktmanager bei der Marke Detlefs, ja, und wir wollen euch heute mal das neue Konzept unseres Yoka Go's zeigen, welche Möglichkeiten da sind. Wir wollen ganz bewusst die Freizeit in den Vordergrund stellen. Das heißt, du sollst die Möglichkeit haben, mit dem Fahrzeug deinen Alltag und deine Freizeit zu vollbringen oder verbringen. Du hast ganz viele individuelle Möglichkeiten, Stauraum zu benutzen. Wir haben jetzt hier mal eine Bettsituation geschaffen. Die ist eigentlich die Sitzgruppe. Wie gesagt, umbaubar zum Bett. Coolen Topper da drüber, schläfst du entspannt, perfekt. Jetzt hast du dein E-Bike dabei, dein Mountainbike, dein Fully, kostet auch mittlerweile 6.000, 7.000, 8.000 €. Das will ich natürlich nicht draußen stehen lassen. Jetzt schlafe ich hinten, wo eigentlich immer was steht. Dementsprechend platziere ich mein Fahrrad jetzt vorne hinter Fahrer-Beifahrersitz. Wir haben extra Airline-Schienen im Boden, sodass auch eine Motocross-Maschine theoretisch da reinpasst. Und am nächsten Tag fährst du halt wieder mit dem Ding ganz normal ins Büro, hast 220 Außenbreite, findest mit 6 Metern Länge immer auch einen Parkplatz irgendwo in einer Stadt. Also echt flexibel hin und her, möbeltechnisch flexibel, kannst Dachschränke haben, benutzen oder du lässt sie auch komplett weg. Du kannst es als Selbstausbauerkonzept benutzen, das Fahrzeug, indem du es bei uns komplett leer bestellst und alles selber machst. Das geht komplett leer? Komplett leer, wir lassen nur den Küchenblock drin und den großen Schrank. Den brauchen wir aktuell noch als Stabilität für die Kabine. Aber das Ziel des Konzeptes ist so, dass wir irgendwann dir wirklich auch eine leere Kabine liefern wollen und auch den Bereich Selbstausbauer mit ansprechen wollen. Die Schiene ist immer drin dann? Die Schienen sind drin, ja. Die gehören einfach mit zum Konzept. Also, das heißt, Airline-Schienen, da kann ich schon mal einiges festmachen. Und jeder kann dann selber bestimmen. Wir haben andere Videos gedreht und bitte schaut euch die an. Da sind andere Konzepte realisiert. Also Schlafsituationen, Nicht-Schlafsituationen. Und wir zeigen das mal gerade. Jetzt ist ja, hast du gesagt, ja, da machen wir da vorne eine Maschine rein. Ja. Und bei einer 60er Aufbautür kriegst du ja nicht durch. Was habt ihr euch überlegt? Da wird es ein bisschen eng. Wir dachten, wir verdoppeln die einfach, die 60er-Tür. Und setzen 2 Türen nebeneinander. Du siehst es hier, riesengroßer Einstieg. Siehst es unten, 2 Trittstufen dazu, weil es eben für die Breite mit 1,20 Meter keine Trittstufen gibt. Dementsprechend, wir wollten Großes ins kleine Fahrzeug bringen und dementsprechend die große Tür hier. Du hast hier die Airline-Schienen. Da kannst du eben alles Equipment, was du nachher brauchst, verstauen. Ob das, wie gesagt, dein Motorrad ist, deine Bikes sind oder auch wirklich dann so eine Transportkisten. Vollkommen egal, der Yoka Go macht da alles mit. Die Breite ist fast Kastenwagenbreit. Er ist roundabout 10 cm breit, 5 cm auf jeder Seite. Deswegen kannst du noch die Originalspiegel verwenden. Das ist interessant. Richtig. Du brauchst noch nicht mal eine Spiegelverbreiterung. Richtig, genau. Nö, es ist eigentlich ein ganz normaler Van. Oder eben, wie du gerade sagst, Campervan-Breite. Ach, hier vorne könnte noch ein Kind schlafen zum Beispiel. Theoretisch ja, wäre es das 3. Bett für ein Kind. Genau, das bieten unsere Kollegen aus dem Zubehörbereich bieten sowas an. Und das wollen wir natürlich hier auf der Messe auch zeigen, welche Möglichkeiten noch so da sind. Ja, ihr habt ja viel Originalzubehör, mittlerweile einen eigenen Shop sogar, wo man vieles kaufen kann. Da haben sich einige Systeme natürlich aus dem Reisemobilbereich unglaublich bewährt. Das siehst du hier mit diesen Schienen, die auch in euer Konzept passen, oder? Genau, die sehen wir nahezu in jedem Reisemobilkonzept mittlerweile auch vor, weil einfach jede Menge Möglichkeiten da sind, für jeden Kunden das zu kaufen oder sich so zu individualisieren, wie jeder es möchte. Ja, es geht los bei 46,999 und unverbindliche Preisempfehlungen. Die Händler, was haben die denn gesagt zu dem Konzept? Die waren auch begeistert. Also wir haben vor ein paar Monaten den ersten Händlern dieses Fahrzeugkonzept gezeigt und waren erst selber skeptisch und haben unheimlich positive Resonanz von unseren Handelspartnern bekommen und jetzt auch hier auf der Messe. Darf ich dir ehrlich was sagen, was auch eine Mega-Anwendung ist, sind Tiere, Hunde. Wenn du zum Beispiel 2 Hunde hast, zum Beispiel Huskies oder meine Tochter hat 4 Hunde, da willst du kein Auto haben, wo du Angst haben musst, da könnte irgendwas zerkratzt werden oder so. Das hier ist richtig dirty, also kannst du die machen, oder? Richtig, ja, absolut. Und was mir auch noch als Zielgruppe
im Fokus ist oder wichtig ist, wäre zum Beispiel jemand, der einen Rollstuhl benutzt. Ja? Auch da, es gibt kein Fahrzeug auf dem Markt, betttiefer Einstieg. Ja. wo du erstens mal das Bett zu tief hast, wo du wirklich hier im vorderen Bereich auch Platz hast für mit deinem Rollstuhl das Fahrzeug zu benutzen. Ja? Wenn es jetzt hier, wie wir jetzt hier gerade stehen, nichts verbaut ist, zeig mir mal ein Fahrzeugkonzept, wo ein Rollstuhlfahrer so seine Freizeit verbringen kann. Gibt's nicht. Ja, der das auch noch individuell planen kann. Also es gibt ja Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, ja, die meistens im Kastenwagenbereich. Hier hast du die volle Breite von einem Teil integrierten. Du hast keine Experimente, vielleicht mit einem Hersteller, wo du nicht weißt, ob der jetzt so ein Konzept bauen kann. Also das heißt, ihr ja von Detlefs, ihr habt das ja bewiesen, dass ihr das könnt mit dem System. Und dann auch noch der Preis, weißt du, hast ja vielleicht keine 80 oder 100.000 Euro für ein Spezialfahrzeug. Cool finde ich, wahrscheinlich wird der Rollstuhl sich hier auch drehen können, weil Rollstuhlfahrer haben die müssen sich drehen können. Ja. Und das ist ein Thema hier oben. Könnte man auch noch hier in Zukunft vielleicht Verstärkung machen, dass man da auch noch Airline-Schienen oben machen könnte, theoretisch? Theoretisch ja. Irgendwann mal. Wir sprechen jetzt gerade über eine Idee oder eine Zielgruppe, die wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben, die wir aber ganz bestimmt noch nicht hinterfragt haben, was wirklich die Bedürfnisse sind. Das sind die folgenden Steps jetzt, gerade mit diesem Konzept mal mit Rollstuhlfahrern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was brauchst du denn eigentlich? Und dann eben auch herauszufinden, was wir wo noch verbessern und einbauen können, damit er es umso einfacher hat. Aber die Grundvoraussetzungen sind hier, glaube ich, besser als in jedem anderen Fahrzeug, weil du einfach mal einen großen Raum schon mal zur Verfügung hast. Bitte mach mal hier die Schublade auf, dass wir mal kurz reinschauen. Denn auch diese Schublade hier ist ganz anders wie alles andere. Hier kann nämlich direkt eine Kühlbox rein. Genau, optional bieten wir eine Kühlbox an, die dann hier, wie du es gerade sagst, platziert wird. Im Serienumfang ist es eine reine Schublade, leer als Stauraum. Die Anschlüsse für die Kühlbox, die sind aber standardmäßig im Küchenblock bereits enthalten. Das heißt, du kannst dich auch Wochen, Monate nach deinem Kauf erst entscheiden, dass du sagst, ich brauche doch die Kühlbox. Dann orderst du die noch über das Zubehör bei uns, kannst sie einfach hier reinpacken und anschließen und ab geht's. Bitte mal kurz den Schrank öffnen, dass man auch hier sieht, das Konzept hier, auch hier breiter Schrank wie zu Hause. Genau. Es soll ja auch nicht klappern während der Fahrt, deswegen hast du das hier reingemacht. Und wir haben die auch so individuell gelöst, hier, dass du sagen kannst, du kannst den Zwischenboden rausnehmen. Je nachdem, wenn du sagst, du hast mehr Hängegarderobe, Anzüge, Hemden, was auch immer man auch für seinen Sport nachher braucht, könnte ich auch hängen lassen. Dann nimmst du die Fachböden raus oder nutzt es so, da wollen wir keinem im Weg stehen. So, komm schnell raus, dann haben wir das. Also das Konzept habe ich erklärt. Bitte guckt euch die anderen Videos an. Demnächst könnt ihr einiges erwarten von der Firma Detlefs. Und wir sind auf den Caravan Salon 2023, ja, in Halle Nummer 7a. Eine Halle, die ganz viele kennen und ganz viele überlaufen, weil sie im falschen Eingang reingehen. So ist das manchmal, wird auch gerne mal übersehen. Hier auf Ford. Das Ganze geht los bei 46.999 Euro. Und ja, das ist richtig ein Gamechanger. Vielen Dank. Ciao. Ciao.